Habt ihr Eiweiß übrig? Ich mache daraus den saftigsten Schokoladenkuchen, den ihr kennt. Er schmilzt schon fast im Mund. Der Ofen wird auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorgeheizt. Bevor ich das Eiweiß aufschlage, mache ich eine Nussbutter. Das ist einfach braune Butter, aber dieser kleine Kniff macht einen Unterschied im Kuchen. Man gibt die Butter in einen Topf und lässt sie ungefähr 7 Minuten vor sich hin brutzeln, so lange bis der Wasseranteil in der Butter verdampft ist und die Milchzuckeranteile braun werden. Hier noch ein Tipp. Es ist einfacher, wenn man einen Topf mit einem großen Durchmesser oder eine Pfanne nimmt. Solange noch Wasser in der Butter ist, wird sie nicht braun, sondern brutzelt vor sich hin. Sobald sie aufhört zu singen, wie man sagt, wird der Milchzucker braun und dann muss die Butter sofort vom Herd genommen werden, denn nach braun kommt schwarz. Entweder stellt man den Topf dann in kaltes Wasser oder man füllt die Butter in ein anderes Gefäß. So, das ist erledigt. Jetzt kann der Teig zusammengestellt werden. Fast hätte ich die Prise Salz vergessen. Das Eiweiß muss nicht total fest geschlagen werden, so flüssig wie hier ist ausreichend. In eine Schüssel gebe ich die trockenen Zutaten, das Mehl, das Backpulver und den Kakao. Alles vermische ich ein wenig, gebe es in ein Sieb und die Mischung wird mit Hilfe eines Löffels auf das Eiweiß gegeben. Außerdem werden auch noch die gemahlenen Mandeln auf die Mischung gegeben. Alles wird schon mal vorsichtig durchgerührt. Bei mir hat das 24 Sekunden gedauert. Dass sich das Volumen des Eischnees ein wenig verringert, ist normal und nicht beunruhigend. Jetzt gebe ich noch einen Teelöffel Strohrum auf die Masse. Das kann man, muss man aber nicht unbedingt machen. Und nun wird auch noch die mittlerweile abgekühlte Nussbutter auf die Masse gegeben. Dabei löse ich die braunen Milchzuckeranteile vom Topfboden, denn sie geben Geschmack durch Röstaromen. Hier am Rand ist noch Kakaopulver und Mehlgemisch, welches noch schnell mit dem Teigschaber in den Teig befördert wird. Ich rühre alles durch. Die Masse in der Schüssel ist ja kalt, wodurch die Nussbutter also weiter abkühlt und dadurch wird sie fester, sodass die ganze Masse plötzlich eine festere Konsistenz bekommt. Das ist okay. Das zweite Unterrühren hat bei mir 20 Sekunden gedauert. Hier ist meine Springform von ca. 18 cm Durchmesser. Damit der Rand des Kuchens nicht austrocknet, weil er während des Backens Hitze ja nicht nur von unten und oben, sondern auch noch von der Seite bekommt, stülpe ich einen Baumwollschal darum und gebe darüber hinaus auch noch einen Tortenrand darum herum. Der Teig wird eingefüllt und am Rand ein wenig hochgezogen. Dann kann er gebacken werden. Der Kuchen ist gar, wenn er im Zentrum oben eine Temperatur von 95 Grad Celsius hat. Ich messe das hier mit einem Thermometer und kann das nur empfehlen. Die Temperatur war noch nicht erreicht, also nochmal zurück in den Ofen. Meistens hat man Angst, dass der Kuchen nicht gar ist und man lässt ihn vorsichtshalber noch etwas im Ofen, aber nach gar kommt trocken. Und diesen Stress vermeidet man durch Messen mit diesem simplen Thermometer. Jetzt ist es soweit. In der Küche roch es übrigens unglaublich lecker nach Kuchen und Schokolade. Dieser Duft ist auch immer ein Indiz dafür, dass der Kuchen gar ist. Er kann auskühlen. Der Kuchen mit 18 cm Durchmesser hat in meinem Ofen 25 Minuten gebraucht. So sieht er aus. Er ist auch schön ebenmäßig gebacken. Man kann ihn natürlich einfach mit Puderzucker bestreuen und so genießen. Ich habe ihn allerdings aufgeschnitten und mit Aprikosenkonfitüre gefüllt. Dann habe ich noch einen ganz einfachen Kakaoguss gemacht, der auch ohne Schokolade auskommt. In eine Schüssel gebe ich 50 Gramm Puderzucker, einen Esslöffel Kakaopulver und ca. 3 Esslöffel Sahne. Alles verrühre ich und arbeite dann noch einen Esslöffel geschmolzene Butter ein. Fertig. Ich muss allerdings gleich sagen, dass mir persönlich dieser Guss zu süß war.
Aber das könnt ihr selber entscheiden. Vielleicht könnt ihr mir ja eine Nachricht schicken, ob ihr ihn zu süß findet oder nicht. Aber diese Paste ließ sich sehr gut auftragen. So sieht der Kuchen direkt nach dem Zusammensetzen aus. Wenn man ihn noch einige Stunden stehen lässt, zieht die Konfitüre in den Teig ein. Dieser Kuchen ist aufgrund des hohen Anteils an Mandeln sehr saftig und trocknet auch nicht so schnell aus wie ein herkömmlicher Rührkuchen. Er kommt ohne teure Schokolade aus, schmeckt wunderbar, schmilzt schon fast im Mund. Vielleicht probiert ihr dieses Essen ja einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. 200 Gramm Eiweiß, circa 6 Eiweiß, aber bitte abwiegen. Eine Prise Salz, 100 Gramm Zucker, 80 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 30 Gramm Kakaopulver, 100 Gramm gemahlene Mandeln, ein Teelöffelchen Strohrum von, ich glaube, 80%, das ist aber fakultativ, oder ihr benutzt Vanille. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.